Hey Raf, Hey Micky! hast du heute schon über Filme geredet? Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Und einen schönen guten Tag hier zu Lass uns über Filme reden. Ja, das Equipment steht, Micky. Hey Raf, hast du heute schon über Filme gesprochen? Ja, haha, Tatsache. Habe ich und werde ich jetzt auch weitermachen. Genau, wir haben uns nämlich ganz, ganz frisch Die Farben der Nacht angeguckt. Ein Film von 1972, ein Giallo, im Originaltitel Tutti i colori del buio. Ja. Wenn man das so ausspricht auf Italienisch. Mein Italienisch ist leider etwas Das eingerostet. mag so sein, das möchte ich jetzt nicht hinterfragen. Ich denke schon. Besser. Der Film hat aber seltsamerweise auch viele Alternativtitel noch. Unter anderem im Amerikanischen wurde der vertrieben mit dem Titel They Are Coming to Get You und Day of the Maniac. Genau. Also auch ganz seltsame Wortschöpfungen, die auf jeden Fall da verwendet wurden und nicht so viel über den Film verraten. Das ist der deutsche Titel, Die Farben der Nacht. Eigentlich ist all die Farben der Finsternis wäre die richtige Übersetzung, aber ich finde, da kann man durchaus mit leben. Also Day of the Maniac wäre durchaus ein ganz anderer Einschlag. Ich finde auch, die nehmen eine ganz andere Interpretation schon vorweg, Ja. während Die Farben der Nacht oder halt, ne, All the Colors of the Dark, wie es dann wortwörtlich übersetzt wäre, so ein bisschen so dieses frei Assoziativere des Films und dieses Träumerische des Films eher hinwegnehmen. Weil ich hatte den Gedanken, zum Beispiel beim Gucken des Films, dass diese alle Farben der Nacht, dass das super gut passt, weil man ja oft irgendwie nicht weiß, eben was ist Realität und was ist nur geträumt. Ja. Und eben diese Farben der Nacht, da assoziiere ich dann auch mit Träumen und das passt dann halt wieder sehr, sehr Ja, es wird schön auch in den Titel rein. Grundsätzlich ist ja in dem Film, man weiß wirklich gerade nicht, und das ist ja auch ein Teil des Konzepts des Films, dass die Protagonistin immer wieder aufwacht in anderen Situationen oder in anderen Lokationen und nicht weiß, wo bin ich jetzt hier gerade, was ist hier passiert, habe ich mir das alles eingebildet und damit spielt der Film ja auch. Absolut. Und man merkt auch, finde ich, so je weiter der Film fortschreitet, umso weniger gibt es da eigentlich eine logische Stringenz im Sinne von, okay, das ist passiert, weil das, sondern es passieren viele Fragen und man hat dann so eben so assoziative Sachen, so dass man selber nicht weiß, was stimmt und was nicht, was ja auch etwas ist, worum es dem Regisseur ging bei dem Film. Ja, also es werden auf jeden Fall auch sozusagen diese roten Heringe wieder ausgelegt. Das sind so, viele Figuren sind einfach so ein bisschen ominös. Man weiß nicht so genau, ist der Partner der Hauptfigur jetzt auf ihrer Seite oder nicht? Oder hat er auch im Hintergrund irgendwas mit der ganzen Sache zu tun? Und das ist auf jeden Fall ja die ganze Zeit kontinuierlich. Möchte ich aber noch hinzufügen, es ist eigentlich kein Giallo. Es ist aber die Ästhetik eines Giallo und von einem versierten Giallo-Regisseur. Die haben damit gespielt, auch sogar der Drehbuchautor, Ernesto Gastaldi, sei mal erwähnt, der ist auch auf jeden Fall wenn man sich mit dem Giallo-Kino beschäftigt, wird man irgendwann über diesen Namen stoßen, weil der hat für die besten Vorzeigebeispiele auch die Drehbücher geschrieben. Der ist also wirklich da eine Nummer gewesen. Hast du ein Beispiel parat? Der Killer von Wien zum Beispiel auch. Oder auch viele für Poliziotesco-Sachen. Also Gastaldi hat immer irgendwo mitgemischt. Auch bei Bava-Sachen. Der gibt es auf jeden Fall unheimlich viele Sachen. Und der mag das halt auch gerne, dass der eben die Figuren so zeichnet, dass man nie so genau weiß, ist das jetzt eine gute Figur oder nicht. Und auch durch die so kleine Spielereien, dass dann plötzlich doch nochmal ein Twist kommt. Und
wie eben schon der Killer von Wien erwähnt, wir haben uns ja schon mal darauf geeinigt, dass wir hier auch frei spoilern dürfen. Da wird ja im Laufe des Films immer wieder das Karussell gedreht, wer jetzt eigentlich da die Fäden in der Hand hat und wer ist die böse und wer ist die schlechte Figur. Und erst ganz zum Schluss stellt sich eigentlich heraus, wer da was zusammen mit zu tun hatte. Und das ist ja hier bei Farben der Nacht, da wird auch mitgespielt. Also nicht nur, dass wir den gleichen 3 Hauptdarsteller-Cast haben, ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Figur des Partners, also gespielt von George Hilton, ist auf jeden Fall so die ganze Zeit so inszeniert, dass man nicht so weiß, ist er jetzt wirklich auf ihrer Seite oder nicht. Ja, das wird so bewusst ambivalent gehalten, ne? Ja. Und ich finde, das ist so, was mir aufgefallen ist, wenn man den Film das erste Mal guckt, hat man komplett Fragezeichen über dem Kopf und weiß wirklich nicht, wie man die einzelnen Figuren einordnet. Wenn man den dann guckt und die Auflösung schon kennt, dann achtet man ja mehr so auf diese Hinweise, die es gibt. Und da sieht man dann durchaus Sachen, die dann wieder stringent sind. Warum er dann zum Beispiel mal weg ist. Vielleicht kurz zur Story aufgerollt. Es geht um Jane. Ja, lass uns doch erstmal was zur Story erzählen. Ne? Genau, bevor wir hier komplett ins Detail gehen. Die Story handelt von Jane, die an Albträumen leidet, seit sie einen Autounfall hatte, bei dem sie ihr Kind verloren hat. Bei dem Autounfall dabei war ihr Freund Richard Steele, der halt von George Hilton gespielt wird. Geiler Name auch. Super Name. Richard Steele. Ich werde auf jeden Fall aufpassen müssen, dass ich nicht irgendwann aus Versehen Peter Steele sage. Ja. Hier im Laufe der Aufnahme. Und genau, der hat das Auto gesteuert, ne? Der war dabei bei dem Unfall. Und eben, sie hat seitdem halt Albträume und er versucht ihr zu helfen. Und Visionen. Und Visionen, genau. Und zwar, damit startet der Film auch mit einer Art, also ich verstehe es halt als Abtreibungsszene / Verlust des Kindes, den sie dadurch leidet. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht auch, weil je weiter das fortschreitet, das hat ja so einen surrealen Touch, gibt es dann irgendwann so diese Montage, wo du diese Perspektive aus dem fahrenden Auto hast und sie halt auf diesem Bett liegt und das dann quasi so aussieht, also dass diese Abtreibung quasi so auf den Knall des Autos in den Baum irgendwie so, dass das so parallel geschnitten ist. Ja. Und damit endet dann ja auch die Einführung. Ja. Und dann wacht sie ja auf und... Genau. Ja, also auch inszenatorisch muss man direkt sagen, wir reden hier von einem Sergio Martino-Film und der weiß genau, was er zeigen will, der weiß genau, wie er die Winkel setzt, der weiß genau, was er für Kamerafahrten einbauen möchte. Also da ist schon eine große Versiertheit und der hat auch in größeren Teilen immer mit dem gleichen Kameramann auch gearbeitet. Francelli oder so, bin ich jetzt nicht ganz namensfest, aber der hat auf jeden Fall auch häufiger mit dem zusammengearbeitet, auch in Killer von Wien unter anderem und die Insel der neuen Monster und ja, auch die Besetzung sind wir jetzt, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber in der Besetzung die Hauptfigur Jane wird gespielt von Edwige Fenech und ich hoffe, dass man den Namen so ausspricht. Ja, ist halt die Frage, wir haben uns halt versucht, so ein bisschen schlau zu machen, wie der ausgesprochen wird eigentlich. Ob es Edwige Fenech ist, wie es so eher die französische Variante wäre oder eben halt anders. Ja, so ganz zu 100% sicher sind wir uns nach wie vor nicht gewesen, weil ich glaube, ne, die italienische Aussprache von Google war irgendwie Edwige Fenech. Ja. Oder Fenech. Wie auch immer. Ich finde, Fenech klingt schöner. Ist auf jeden Fall, die hat alleine schon, sobald die in der Szene ist, hat die die ganze Präsenz. Die übernimmt alles. Also die hat so eine Ausstrahlung, dass die jede Szene, fast auch in jeder Szene drin vorkommt. Es gibt kaum Szenen, außer wenn der kleine geheime Killer irgendwo im Hintergrund lauert, wo die nicht vorkommt. Das ist total krass. Wobei, wenn der Killer da ist, dann ist sie doch immer dabei, weil es ist ja aber erstmal manchmal, auch noch ich meine nicht so jetzt ganz wirklich klar, Szenen. ob er wirklich da ist oder ob sie sich nur einbildet. Und ich glaube, die einzigen Szenen, wo sie nicht dabei ist, wenn
ihr Freund mit ihrer Schwester redet. Das sind die einzigen Szenen, wo sie nicht dabei ist. Und vielleicht noch eine Szene, als der Psychiater mit ihrer Schwester redet. Mhm, genau. Weil dann ruft sie auch irgendwann an. Also das ist so ein Mischmasch da, die Ja, Szene. okay. Aber ich bleib dabei auf jeden Fall, sobald die im Bild ist, übernimmt die komplette Kontrolle und ist alles der Fokus auf sie gesetzt. Ja, eindeutig die Hauptfigur. Also ne, der Film wird halt aus ihrer Perspektive, man begleitet sie und hat auch Ja, ich meine aber auch Wissensstand wie inszenatorisch. Ich meine jetzt nicht nur erzählerisch, dass sie die Hauptfigur ist und man mit ihr das Ganze erlebt, sondern auch wirklich, die übernimmt das Bild, die übernimmt alles. Und auch der Kameramann, den ich eben schon erwähnte, der hat auch ganz viele weitere Filme mit Edwige Fenech gemacht. Auch in anderen Genres, auch in Western oder in diesen italienischen, sage ich mal, wie hieß das? Erotische Komödien, die in den 70ern waren, so Flotte Teens. Und war die auch bei Bumsköpfe? Ja. Hat er da auch mitgearbeitet? Genau, und die Hauslehrerin Ja. und das ist alles auch derselbe Kameramann immer. Das ist auch total witzig, dass da auch irgendwie so eine Connection besteht. Ja, Der die hat sich Connection- also auch zu Recht in seine Hauptdarstellerin verliebt und ist damit viele weitere Filme hat er mit ihr zusammen dann gedreht. Ja, ich glaube, er hat auch mal gesagt, dass das seine Muse ist und deswegen haben die auch viel miteinander gearbeitet. Das war natürlich auch so, ne, it stayed in the family, weil Edwige Fenech Das ist jetzt war aber der zumindest Regisseur, so den du meinst. Nein, war mit ihrem, aber sie, genau, ich meine den Regisseur und sie war mit ihrem Bruder, mit dem Bruder zusammen, Ja. mit Luciano Martino. Aber eben, das war dann halt so eine Gruppe, das waren ja auch so die Stars der Giallo-Szene und die haben viel zusammen gemacht und die hingen ja auch wieder, die hatten ja durchaus auch Kontakte zu Bava, hattest du schon angesprochen, oder Corbucci. Da hat er einfach, also Sergio Martino hat da ja im Vorfeld seiner Regiekarriere, hat er als Produktionsleiter mal und Regieassistent hat er bei den beiden mal mitgearbeitet. Und genau, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, also dass sie das Bild sehr ausfüllt und also eine starke Präsenz hat einfach in dem Film und das Ganze auch sehr gut trägt. Ja. Die Rolle von dem ja etwas naiven vielleicht, auf jeden Fall verängstigten Wesen, was halt irgendwie in einer Welt, die Hilfe sucht, Frau. die der genau, also ne, die ja sehr feindlich ihr gegenüber eingestellt ist und sie ja auch selber nicht weiß, wem sie trauen kann und wem nicht. Vor allem im Laufe des Films ändert sich das. Ja, am Anfang traut sie ja noch ihrem Freund, das sagt sie ja auch irgendwann mal sehr, wobei die auch trotzdem Geheimnisse vor dem hat. Ihr wird aber auch von mehreren Seiten eingeredet, dass es nicht so eine gute Idee ist, ihm zu trauen. Das ist wahr. Vielleicht kommen wir da nochmal so auf die Geschichte zurück. Sie wacht halt mit diesen Albträumen auf und dann geht es eigentlich darum, was ist der Weg, wie ihr geholfen werden kann. Und der Freund von ihr, der George Hilton, a.k.a. Richard Steele, der ist pharmazeutischer Vertreter und ist deswegen halt auch oft weg und der gibt ja dann halt schon, er sagt ja mal Vitamintabletten, aber das sind ja irgendwelche Medikamente, die der ihr gibt. Und die Schwester hat den Ansatz, nee, keine Medikamente, du kommst zu dem Psychiater, bei dem ich arbeite, der wird dir helfen. Ja. Und darauf lässt sie sich ja auch ein, relativ am Anfang vom Film. Und ist dann halt eben bei diesem Psychiater, wo sie dann aber auch schon wieder diese Vision hat, wo sie diesen Mann mit den blauen Augen sieht, gespielt von Ivan Rassimov. Genau. Ich glaube, den Namen von dem erfährt man erst zum Schluss, ne? Dass der Mark Ganz zum Hogan Schluss. heißt, Ja, ganz genau. zum Schluss, ne? Sonst ist der so ein namenloser Typ und hat halt diese wirklich sehr unangenehmen, fake blauen Augen, die so einen ultra stechenden, creepy Blick erzeugen. Das war halt ein Stilmittel, ne? Ich sag mal, das ist eine andere Zeit. Der Film ist von 1972. Da gab es ja eben keine CGI-Sachen oder so und da hat Gott man sei eben Dank. mit Kontaktlinsen gearbeitet. Ja. Aber die sind wirklich so unwirklich blau. Ja, komplett, Also, komplett unwirklich blau, Ja. auf jeden Fall. Also das sieht man sofort, dass die nicht echt sind. aber erzähl mal die Story ruhig weiter. Und sie geht dann halt zu dem Psychiater und der sagt ja eigentlich erstmal so, ja, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus, sie sind schon so am Anfang vom Ende ihrer Heilung eigentlich und nehmen sie die Tabletten nicht mehr, die ihnen ihr Freund gibt oder Lebensgefährte und dann wird das sich schon alles irgendwie ergeben.
Ja, und die schieben das so ein bisschen auf Einsamkeit, dass sie diese Probleme hat, weil dann revealt sich ja auch irgendwann, ich meine, das passiert ungefähr da zu dem Zeitpunkt, dass Jane sagt, ja, ich hatte diese Albträume eigentlich schon ein bisschen vorher, nicht vor dem Unfall, nur dann, seitdem weiß es halt mein Lebensgefährte, meine Schwester, und es hat sich verstärkt dadurch, aber sie hatte immer so ein bisschen diese Visionen halt. Die hat sie dann ja auch, wenn sie Sex hat mit ihrem Freund, dann hat sie ja auch manchmal diese Vision, und das ist ja auch nur am Anfang des Films, dass der da ja nicht zum Abschluss kommt, weil sie immer so diese Vision hat von diesem Messer, das ihr in den Bauch sticht halt. Ich glaube, das ist noch vor der ersten psychiatrischen Sitzung, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Auf jeden Fall hilft der und gibt der jetzt erstmal keine Tabletten, der Psychiater. Und das hilft aber alles nicht so richtig. Dann erfährt der Zuschauer, dass die Schwester und der Freund sich hinter ihrem Rücken schon über sie unterhalten, dass sie durchaus irgendwie ein vertrautes Verhältnis haben, aber auch angespannt, so wirklich mögen tun sie sich nicht, also die zicken sich beide so ein bisschen an. Ja. Und in diesem Zeitpunkt, oder zu diesem Zeitpunkt, lernt sie halt eine Nachbarin kennen, Mary, die ihr sagt, ja ey, ich hatte auch die Probleme, die du hast, komm doch mit zum Sabbat. Ja. Das wird dir helfen. Das wird dich befreien. Ja. Und ja, gesagt, getan. Da möchte ich ganz kurz einschneiden. Und zwar, das Interessante an der Sache ist, dass vorher alle um sie herum halten sie für so ein bisschen gestört oder dass sie nicht klarkommt alleine. Ja, sie selbst durch diesen Unfall. Sie selbst sich auch, ja, aber auch die Figurenzeichnung, ihr Partner wird in Frage gestellt, ihre Schwester wird in Frage gestellt. Alle um sie herum sind so ein bisschen ominös und die einzige, die dann wie eine normale Figur erscheint, ist dann nämlich diese Nachbarin, mit der sie sich dann sehr schnell anfreundet. Ja. Und die sie dann, so wie du schon gesagt hast, zum Sabbat einlädt, um ihre Gedanken frei zu machen. Genau. Und das ist irgendwie, glaube ich, beim zweiten Treffen. Das ist aber auch eine inszenatorische ein Kniff eigentlich, dass die einzige Figur, die nett scheint. Das ist so. Die offen und ehrlich hat und die scheinbar keine Agenda verfolgt. Ja, scheinbar. Genau, aber dann beim Wort Sabbat sollten ja eigentlich irgendwie schon so ein paar Alarmglocken hochgehen. Auf jeden Fall fährt die dann mit ihr in so ein Schloss, Anwesen, was auch immer, im alten England. Dazu vielleicht noch, der Film ist in England gedreht worden. Und das ist halt eben so ein, ja, was ist das? Schloss, Herrenhaus, wie soll man das nennen? Ja, als Anwesen. Anwesen, irgendwie sowas, ne? Aber so auf jeden Fall sehr aristokratisch und vornehm. Und dort dreht der Film dann ein bisschen auf, was so den Sektenfaktor angeht. Das geht ungefähr nach einer halben Stunde, ist das übrigens. Ja, da geht das dann los und da kann man auch nicht von absehen, dass das irgendwie so ein bisschen Rosemary's Baby auf jeden Fall tangiert. Ist ja auch ungefähr die Zeit. Ich glaube, Rosemary's Baby ist von 68 oder 69, irgendwas um die Ecke. Warte mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ist von 68. Okay. Ja. Dann ist auf jeden Fall diese ganze Begleitung der Figur ist schon so ein bisschen so ähnlich. Auch dieses mit sich selber irgendwie nicht so ganz im Reinen sein und von anderen irgendwie wie eine Marionette irgendwie geführt werden und alles immer so bedeutungsschwanger, was da so passiert. Das kann man auf jeden Fall nicht abstreiten, dass da auf jeden Fall Einflüsse mit reingegangen sind. Ja, das bestreitet Martino auch gar nicht. Also der hat auch gesagt, so hier Polanski war auf jeden Fall ein Einfluss. Okay. Und er wollte das Ganze aber durch diese Giallo-Brille halt ziehen und das aber als Einflüsse benutzen. So, was noch ein anderer Film von Polanski war, der da ein Einfluss war, ist Ekel von 65. Das hat ja auch sogar so eine ähnliche Main-Character-Konstellation, ne, dass du halt eine Frau hast, die so immer mehr in die Paranoia abgleitet und nicht mehr weiß, was ist real und was nicht. Ist da auch auf jeden Fall mit drin. Und genau, und dann in diesem Schloss, dieses Messenhafte, auf jeden Fall Rosemary's Baby. Aber woran ich auch wirklich dann denken musste, aber vielleicht auch, weil wir den so nicht vor allzu langer Zeit gesehen haben, war dann eben auch, wie du schon beim Gucken vom Film meinst, ist halt Wild Honey,
der letztens noch bei Mondo Bizarre in Düsseldorf lief. Absolut, also diese Manson-Family, hippiehafte Satanskult-Sekte. Wo man auf einmal hineinstolpert. Wo man auf einmal ganz casual hineinstolpert und das ist ja nicht, dass es dann irgendwie langsam losgeht, sondern die Messe ist ja direkt im vollen Gang. Ja. Und da wird dann halt ein Hund getötet, sie muss das Blut von dem Hund trinken. Also man muss sich das auch mal ganz kurz vorstellen einfach, ja. Du lernst eine neue Nachbarin kennen, du verstehst dich gut mit der, die sagt, hey, lass uns doch am Wochenende zusammen was unternehmen. Und dann geht man ganz casual zu einer schwarzen Messe und da wird als erstes, wo du reinkommst, ein Hund geopfert und du musst das Blut trinken. Casual. Das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Auch die Figur. Ja, aber die ist sehr overwhelmed und sehr gefügig und macht das auf jeden Fall alles mit. Ja. Also sie sucht ja auf jeden Fall Hilfe und ist da einfach an so einem Punkt angekommen, dass die, glaube ich, auch das über sich ergehen lässt, weil die auch einfach nicht mehr weiß, was mache ich, damit es mir besser geht. Und ich habe mich sehr gefreut übrigens, dass der Hund wahrscheinlich nicht wirklich getötet worden ist, was so in italienischen Filmen mit dem sollte man auf jeden Fall erwähnen, genau. Es ist kein Tiersnuff-Szene, also nicht, dass man das hier falsch versteht. Da ist überhaupt nicht. Das ist ganz klar erkennbar, dass da auf jeden Fall Kunstblut mit im Spiel ist. Ist trotzdem eine drastische Szene. Ja. Was jetzt aber von der Figurenwendung her, nachdem sie bei der Schwarzen Messe dann dabei war und sich auch der Orgie hingegeben hat, mehr oder weniger genussvoll, ne? Weil am Anfang sieht man, finde ich noch, dass ihr das eigentlich gar nicht gefällt. Genau, aber das ist der Punkt, weil nach diesem Erlebnis hat sie dann nämlich wieder Sex mit ihrem Freund und der ist dann nämlich gut. Genau, und die sind dann kurzfristig wieder, also es wird erstmal wieder nach Happy Life und es hat funktioniert. Bis sie dann aber immer wieder auf die Idee kommt, ach, das hat mir ja ganz gut getan, mein Leben ist wieder schön, da gehe ich doch nochmal zu der Messe. Ja, aber das passiert erst, als das Leben wieder nämlich nicht schön wird. Die ist dann mit Richard in diesem Café, Restaurant, wo er dann aufsteht, ey, muss hier einen Kunden in Schlag mich tot anrufen, ich will mal kurz telefonieren. Dann sieht sie wieder den Mann mit den blauen Augen, kriegt Angst, läuft zu der Telefonzelle hin, dann steht da aber ja out of order und Richard ist halt nicht da und dann läuft sie ja weiter weg und dann geht die erst wieder zur Messe und die ist dann aber nicht mehr so schön. Die ist dann nicht mehr so schön, obwohl sie da auf jeden Fall auch genießt. Genau. Aber dann gibt es halt die böse Wendung. Genau, erstmal genießt sie, weil sie kennt das Ganze schon und wusste, was passiert. Aber dann kommt eben Mary, ihre Nachbarin, wird zu ihr geführt und sie soll sie mit einem Messer, Degen, wie auch immer, umbringen. Und das tut sie auch. Und Mary macht das Ganze scheinbar auch freiwillig. Also die sagt ja auch, ja, befreie mich. Und dann wird sie umgebracht. Und ab dann gefällt's Jane gar nicht mehr. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist ein Opferdolch. Ja, okay. Der auch dann nochmal weiterhin eine Rolle spielt. Auf jeden Fall. Der hatte ja schon, wie man da vielleicht hätte erkennen können, ist es mir aber beim Gucken nicht, dass das auch der Dolch aus ihren Visionen ist. Ja, genau. Ne? Und der wird später ja auch noch eine Rolle spielen. Genau. Und dann, weiß ich gerade gar nicht, was dann der nächste Schritt war, dann wacht sie nicht zu Hause auf, sondern draußen auf der Wiese vor dem Herrenhaus. Genau. Und redet dann das erste Mal auch mit dem Mann mit den blauen Augen. Der plötzlich nämlich wieder da steht und auf sie lauert. Genau. Der hat da ja auch die ganze Zeit, auch später noch mehr, als die dann irgendwann vor dem weglaufen, so eine Mike Myers-Haftigkeit. Ne, dass der immer so ganz entspannt geht und aber trotzdem überall ist und auch das eigentlich gar keinen Sinn machen kann. Dem zu entkommen. Physikalische Machbarkeit. Ja. Aber der ist halt immer so da. Auf jeden Fall, der bringt die dann wieder ins Haus, wo auch dieser Sektenführer dann nochmal auftaucht. Die gucken sich dann so diese Blutlache an, wo Mary umgebracht wurde. Und ey, dieser Sektenführer, der hat ja auch so eine Mischung aus Charles Manson und Hans Gruber für Arme, fand ich den irgendwie. Irgendwie so ein Lurch halt. Ja, der hat auch der wollte auch von irgendeinem Haus gestoßen werden. Ja. So wie Hans Gruber. Genau. Ey, und das fand ich super, dass der dann am Ende da auch noch den Hans Gruber-Tod stirbt. Spoiler-Alarm. Aber ja, fand ich gut auf jeden Fall, weil eben, er sieht so aus. Auf jeden Fall,
dann in dem Moment, wo die in das Haus geführt wird, da fängt so dieses Nichtwissen, was ist real und was ist Fiktion, auch beim Zuschauer, finde ich, noch stärker an. Weil Jane gefällt dann ja nicht, was die da sieht und läuft weg. Die lassen die Hunde auf die los. Wird auch von den Hunden gebissen und dann wacht sie aber wieder bei sich zu Hause auf. Aber ihr gefällt das nicht, was sie dort sieht, weil ihr wird klar gemacht, du hast wirklich deine Freundin umgebracht, die dich hier hingeführt hat. Genau. Und das war kein Traum, die ist hier tot. Genau, richtig. Ne? Und das muss man ja auch, ne? Also da in dem Moment wird ihr ganz klar gemacht, du bist gar nicht verrückt. Du hast dir das nicht alles eingebildet, das ist wirklich passiert. Und hier ist die Situation. Wie gehst du jetzt damit um? Und sie versucht zu flüchten. Ja, richtig. Und also die versuchen dir das schon irgendwie einfach beizubringen. Ne? Die sagen dann, komm mit in den Raum, hier liegt die, dann weißt du Bescheid, jetzt gehörst du zu uns. Ja, und die sind auf jeden Fall auch ehrlich zu der. Ja. Also das muss man halt auch mal sagen. Die sagen halt ist jetzt nicht so, das muss man ja, wenn man den Film nicht gesehen haben sollte, die wird jetzt also nicht gezwungen, irgendwo reinzugehen oder bedroht, sondern die nimmt auch wirklich einmal die Hand und lässt sich da reinführen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, und die ist da, glaube ich, auch immer noch skeptisch, ob es halt stimmt oder nicht. Die fragt sich dann ja, glaube ich, auch relativ panisch, ja, ey, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt? Aber sie will endlich der Sache auf der Spur kommen, ob das jetzt alles immer Traum oder Wirklichkeit ist. Und dann will sie flüchten. Genau, wird von den Hunden halt angegriffen und dann wacht sie wieder zu Hause auf bei sich, hat allerdings Bissspuren und auf einmal ein Tattoo von dieser Sekte da, das halt so auch so ein blaues Auge ist, in so einem Dreieck. Und dann nimmt sie, vielleicht was wir noch vergessen hatten zu erwähnen, was nicht unwichtig ist, bevor sie zu dieser zweiten Orgie geht und kurz ein Happy Life hat sie den Kontakt mit dem Psychiater gecancelt und gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, brauche ich nicht, weswegen die Schwester sauer ist und nicht mehr mit ihr spricht. Ja. Und als das aber passiert, dann sucht sie wieder die Hilfe vom Psychiater, den sie dann halt auch anruft, relativ verzweifelt. Und der guckt sich das ja dann auch an und sagt, ja, okay, die Sachen... Da stimmt was nicht. Ich bring was durcheinander. Das war der normale Arzt? Was war da? Der war normal. Ja, der normale Arzt erstmal, ne? Danach geht die zum Psychiater, ja, stimmt. Aber der kommt zu dir nach Hause, ne? Der macht einen Hausbesuch. Ja, und der merkt dann auch, irgendwas stimmt nicht, die hat es sich nicht eingebildet. Ja, aber die Wunden und das Tattoo sind halt echt. Und will die dann auch irgendwo anders unterbringen, bei Bekannten von ihm. Und fährt die dann in der Nacht- und Nebelaktion dahin. Ja, aber das ist doch der Psychiater, der die dahin fährt. Weil der fährt da, auf jeden Fall, das ist der, die dahin fährt. Das ist der gleiche Arzt. Dann war das dann immer der Psychiater. Ja. Dann doch, nee, dann hatte ich doch recht. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob, als die da auch... Der am Anfang auch direkt die Medikamente abrät. Genau, und der gibt er dann, aber später gibt er der ja selber. Nach diesem Vorfall gibt er der selber die Medikamente und bringt die halt bei diesen alten Leuten unter. Ja. Genau, und ja, in dieser Obhut bei den Freunden von dem Arzt oder bei diesen alten Leuten, sagen wir mal allgemein, schläft sie dann erstmal. Als sie aufwacht, ist aber dort dann auch schon die Situation eskaliert und der Mann mit den blauen Augen wartet schon wieder auf sie. Genau, und sie ist dann ja auch ganz lange so in dieser Küche, wo beide mit durchgeschnittener Kehle, also von diesen alten Leuten, die sie da beherbergen. Ja, schöne Suspense-Momente auf jeden Fall. Allein dadurch, dass sie immer wieder woanders aufwacht, ist komplett die ganze Zeit eine Spannung. Wo führt das hier hin? Was passiert hier, ne? Bildet sie sich das wirklich ein? Der Zuschauer wird wirklich super mitgenommen auch, dass er das aus ihren Augen alles miterlebt. Finde ich, muss man auf jeden Fall nochmal sagen. Weil diese Szene, wo die dann in die Küche reingeht und nicht weiß, was ist hier los, warum antworten die nicht, die hat eine sehr starke Intensität. Ja. Und wobei auch da gerade dann die Szene, fand ich noch so, als Zuschauer hat man da am meisten noch so Zweifel jetzt, okay, was stimmt denn da jetzt wieder? Weil das auch so wieder, da ist, finde ich, so diese Mike Myers-Haftigkeit von dem Mann mit den blauen Augen am krassesten, weil dann läuft sie auch irgendwann weg, dann kommt er irgendwann hinter einem Baum hervor und. Und
da zu dem Zeitpunkt ist dann ja auch schon... Also wir reden von Michael Myers, nicht Mike Myers. Ich sag den Austin Powers Mann. Ja, aber so es geht um den Halloween-Mörder und nicht um den Comedian/Agent ihrer Majestät. Sorry, aber da muss ich dann wirklich... Ja, ist ja auch vollkommen richtig. Aber genau, zu dem Zeitpunkt ist der Psychiater da nämlich schon auch tot, weil der trifft sich nämlich irgendwann mit der Schwester und dem Freund von Jane und die beschließen dann, dass er dann da halt, weil sie panisch anruft, ey, der ist hier und hier, ihre Freunde sind tot, der fährt dann schon mal los, George Hilton ihm hinterher und Jane sieht ihn dann ja, wie der Psychiater auch tot im Auto ist, also dann denkt man sich so, okay, also irgendwas muss halt doch so sein, dass der doch echt ist, der Mann mit den blauen Augen und kein Fake. Mhm. Der will die dann töten und dann kommt halt George Hilton und sticht ihn von hinten ja mit dieser Gartenhake, was auch immer, halt in den Rücken und tötet den. Oder ist eine Mistgabel. Oder Mistgabel, irgendwie, irgend sowas Primitives. Und dann denkt man so, okay, gut, dann war er ja doch echt. Und dann hat der Film aber nochmal so ein paar Haken, wo es halt im weiteren Verlauf wieder nicht so klar ist, was ist echt und was ist falsch. Weil dann denkt man ja eigentlich so, jetzt kommt so die Auflösung. Genau. Aber... Ja. Also man sitzt dann auch in Situationen, wo dann alles nochmal so ein bisschen aufgeklärt wird und ihr dann mehr oder weniger auch nochmal mitgeteilt wird, okay, du hast jetzt was geerbt. Man fühlt sich schon so ein bisschen, das Finale ist jetzt vorbei. Der Mann wurde mit der Mistgabel umgebracht, die Bedrohung ist weg. Aber dann kommen nochmal ein paar Hakenschläge, wo dann auch alle drei nochmal miteinander interagieren dürfen in dem Treppenhaus, das auch wieder wunderschön mit Kamerafahrten und verwinkelt ist, wo das dann so hochfährt. Und das war übrigens eine Vertigo-Reminiszenz schön. In den Glockenturm. Das ist ja auch wieder Hitchcock. Genau. Na, also Hitchcock, hatten wir Hitchcock heute schon erwähnt? Ja. Bei der Aufnahme? Ich weiß mir gar nicht. Oder? Das? Nee, Polanski hatten wir erwähnt. Polanski hatten wir auf jeden Fall erwähnt. Stimmt. Hitchcock hatten wir, glaube ich, vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Ja. Aber genau, Hitchcock fällt, also so Psycho natürlich und Vertigo ein bisschen. Und ich musste auch ein bisschen an Marnie denken durch diese Stimmt. Durch diese Verwirrung des Charakters, dass man nicht weiß, wer in welcher Rolle ist und wem man trauen kann. So, das hatte ich da so ein bisschen halt mit drin. Ja, aber Vertigo, genau, wenn man es einmal dann drüber nachdenkt, passt das auf jeden Fall auch. Ja. Und, etwas wollte ich noch sagen, nämlich zu dem Ablauf, dann nämlich, als sie dann nämlich wach ist, dann hat sie ja nochmal so eine Vision irgendwie, wo halt der Sektenführer sich quasi als Polizist entpuppt und eben sie dann doch ins Gefängnis nimmt, weil dann wird so dargestellt, dass sie ihren Freund dann umgebracht hat, weil in dieser Treppenhausszene, die du gerade genannt hast, da am Fahrstuhl, da ist das ja so, die Szene gibt es ja zweimal am Ende. Die gibt es ja einmal, wo sie dann halt mal, wo man dann denkt kurzzeitig, ey, vielleicht ist die jetzt doch die Mörderin, weil dann sieht man sie, wie sie George Hilton ermordet, aber und dann eben von Polizisten mit diesem Sekten-Tattoo halt rausgetragen wird. Und dann wacht sie aber ja nochmal auf. Ja. Und dann kommt erst die eigentliche Auflösung des Films, dass eben diese Sektenführer, dass das alles real ist. Und dass es eigentlich schon fast so eine geheime Gesellschaft ist und alle auch irgendwo diese Tattoos tragen. Und dass dieses ganze Konstrukt um sie herum ist auch alles künstlich induziert. Weil dann wird nämlich tatsächlich auch noch so ein Haken geschlagen, dass das sogar schon mit ihrer Mutter zu tun hatte und dass die Mutter auch schon in dieser Sekte mit drin war und das macht die natürlich total fertig. Ja, aber es war letztendlich nichts Übernatürliches oder sonst irgendwas, sondern das waren sehr handelsübliche Sektenkriminelle. Ja, und ganz normal. Ganz normal, ganz casual, wie es in den 70ern halt war mit den verdammten Hippies und Drogen und psychedelischen Sachen. Ja, man kann in jeder Ecke in eine schwarze Messe einfach dann so reinstolpern. Damals zumindest. Ja. Mutmaßlich. Aber in der Zeit konnte man auch, das ist auch in dem Film so eine schöne Sache, wenn man über die 70er dann nachdenkt, da erkennt man auch nochmal, da wird im Restaurant geraucht, da gibt es nur öffentliche Telefone, ne? Es gibt keine Handys. Und also schöne Sachen, die einfach eine andere Zeit bebildern nochmal.
Ja, absolut. Das, finde ich, merkt man allein an der Inszenierung des Films, also nicht nur an den Dingen, die man sieht, also irgendwie, ne, da irgendwie Straßenbild, Mode, Frisuren, sondern auch, wie der Film eben inszeniert ist. Also so Filme werden ja einfach aktuell nicht gedreht, dass du dir da so viel Augenmerk auf das Szenenbild setzt so, und das irgendwie ausleuchtest, die Schatten darauf achtest, Farben benutzt, was ja so ein sehr typisches Giallo-Ding ist. Zum Beispiel farbentechnisch ist mir jetzt gerade bei dem Screening von dem Film aufgefallen, sie wird irgendwann mal von einem Anwalt angerufen, der hat dann ganz lange bis zum Ende eigentlich keine Funktion mehr, und irgendwann ruft sie, das hat jetzt gar nichts mit den Farben zu tun, die ich sagen wollte, ist mir jetzt nur eingefallen, aber mit den Farben, irgendwann, als sie den Psychiater, ich meine, zum zweiten Mal anruft, um da Hilfe einzuholen, dann ist da das Telefon so grün ausgeleuchtet und die ganze Praxis so grün ausgeleuchtet, was ich dann so interpretiert habe, als ja, das ist so der Safe Space, ist eigentlich ein guter Ort, und dann gibt es aber Schnitt zurück zu ihr in der Wohnung, wo auf einmal alles rot ist und immer röter wird, je mehr sie wieder in diese panische Haltung verfällt. Ja, da wird unheimlich viel auch mit Farben gespielt. Ne? Also es gibt auch genauso Blaulicht, Ausleuchtung und sowas. Viel mit Schatten. Auch wo die Hälfte des Bildes wird auch teilweise, da gibt es so kleine Sequenzen. Ich weiß noch nicht mal, ob das so bewusst gewählt wurde, aber mir ist das jetzt aufgefallen. Ich habe den Film ja auch schon ein paar Jahre länger gesehen. Mir ist jetzt auf jeden Fall aufgefallen, dass dann so die Hälfte des Bildes komplett abgeschnitten ist und die andere Hälfte sind dann nur ihre schwarzen Haare. Das ist auch, welche Szene meinst du gerade? Das ist irgendwo mittendrin, wo sie gerade aber panisch durch die Gegend guckt. Man sieht quasi weit aufgerissene, panische Augen. Sie weiß gar nicht, was sie mit sich anfangen soll gerade. Und das ist dann sehr zentriert auf eine Bildhälfte. Fand ich auf jeden Fall sehr cool irgendwie. Ist mir einfach nur aufgefallen. Von solchen schönen Einstellungen gibt es ja wirklich massig. Ist ja fast alles, würde ich sagen. Und es sind eigentlich auch immer irgendwelche Effekte da, ob es irgendein Weichzeichner ist oder alles so besonders weiß ist. Ob die Bilder so bei der Orgien-Szene zum Beispiel, dass die so verwackelt auch sind und ne, Effekte dieser Art, die so diese Nicht-Wahrnehmung von ihr da halt unterstreichen sollen. Also wenn man an Rosemary's Baby nochmal zurückdenkt, da gibt es ja auch als Referenz sage ich mal, auch diese schwarze Messe, wo Rosemary maßgeblich von dem Teufel geschwängert wird. Und das ist so ähnlich inszeniert sogar. Diese ganze Verwackeltheit und dieses Traumhafte, dass man dann wirklich nicht weiß, was ist denn jetzt hier los? Ne? Ja. Also, auch schön. Und es gibt halt auch nach wie vor, auch wenn man die Auflösung hat, und verstörend. So ein paar, bitte? Schön und verstörend. Schön und verstörend, ja. Oh, ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es ja trotzdem so ein paar Inkonsistenzen, die so, wenn man es so, glaube ich, ganz linear nach Logik aufbauen würde, nicht aufgehen. Aber das ist auch etwas, was der Film gar nicht machen möchte. Es ging ja auch wirklich genau darum, dass der Zuschauer so verwirrt ist wie die Hauptfigur und nicht mehr weiß, was da ist, und ne, diese Desorientierungssachen, das hat ja auch mit den Winkeln der Kamera auch was zu tun, was dadurch unterstrichen wird, auch es mit gibt auch schöne Schrägaufnahmen und deswegen sagte ich eben, also der Kameramann und der Regisseur, die haben häufiger zusammengearbeitet, die wussten genau, was sie machen wollen. Ne? Ja. Und auch dieses Giallo-Optik, wo eigentlich eben nicht der behandschuhte Messerschlitzer irgendwo steht und irgendwen umbringt, sondern das alles in einem ganz anderen Setting, aber trotzdem diese Optik mitnimmt. Und er ist ja trotzdem der Messerstecher. Ja, okay. Der ist auf jeden Fall halt eindeutig da. An welchen Film ich auch denken musste, jetzt beim Gucken, obwohl der damit natürlich nichts zu tun hat und ich glaube auch nicht direkt von dem beeinflusst ist Mulholland Drive. Und zwar, warum ich daran denken musste, weil ich hatte bei Mulholland Drive eine ähnliche, also einmal hat das ja auch dieses eher traumhafte und nicht so ganz logische beim ersten Gucken, aber ich meinte ja schon vorhin irgendwann, dass dieser Film
also sprich jetzt die Farben der Nacht, beim ersten Mal gucken viel mehr Fragezeichen hat, als wenn man den dann danach sieht, weil man dann immer mehr Clues irgendwie entdeckt. Und so ganz krass hatte ich das nämlich eben auch eben bei dem Film jetzt und bei Mulholland Drive, den ich halt die ersten Male gucken. Und das war der erste Film für mich, den ich in dieser Art, in diesem Mindfuck-Genre gesehen habe. Deswegen ist das auch so meine Go-To-Referenz. Mindfuck-Genre. Ja. Oder Mindfuck-Filme-Genre ist da vielleicht ein bisschen zu stark gesagt. Alles gut. Oder Strömung. Habe ich so noch nie gehört. Aber du weißt, welche Art von Film ich meine. Den guckt man auch das erste Mal und so, okay, gut, was passiert da? Und irgendwann nach paar Mal gucken und auch ein bisschen lesen von Interpretationen, wenn ich mal Mulholland Drive jetzt gucke, da macht alles Sinn. Also es ist eigentlich eine komplett linear erzählte Geschichte. Und der hier geht jetzt auch so für mich ein bisschen in die Richtung, weil man dann doch so Sachen sieht. Ich glaube, Mulholland Drive macht unterm Strich noch konkreter Sinn. Zumindest das ist jetzt so mein Gefühls- und Wissensstand. Ja. Aber dieses Feeling hatte ich jetzt bei den Rewatches von dem Film auch. Dass man so hinterher Sachen es gibt eine Sache, die mir jetzt wiederholt aufgefallen ist, wo ich beim ersten Mal auch gedacht habe, das könnte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass der was damit zu tun hat. Nämlich nochmal hier Richard oder George Hilton, der nämlich dann auch in seinem Büro ein Buch über schwarze Magie und Okkultismus hat, was ja auch dann ins Nichts führt, weil es wird zwar thematisiert, aber eigentlich hat er ja mit diesem Kult nichts zu tun. Als einziger. Gar nicht, er hat nichts mit dem Kult zu tun, nicht nur das. Und es ist ja eher so ein bisschen impliziert, dass er das Buch gelesen hat, um ihr zu helfen, um irgendwie so ein bisschen mehr herauszufinden darüber. Ja, es ist interessant auf jeden Fall. So, und genau, je später der Film ist, desto mehr lernt man, okay, er war doch eigentlich immer auf ihrer Seite. Ja. Aber genau, bis dahin ist es ganz oft so, eben dieses Verschwinden von ihm. Was ja aber auch mit seinem Beruf als pharmazeutischer Vertreter halt logisch erklärt ist, nur man traut dem Braten halt nicht so ganz. Bis es dann halt sich rausstellt, dass es doch so ist und er kein falsches Spiel mit ihr gespielt hat. Weird fand ich auf jeden Fall, er bringt dann ja die Schwester um, nachdem die versucht hat, ihn umzubringen. Ja. Und das hat ja auch nicht wirklich Konsequenzen, oder? Das interessiert Das hat keine Konsequenzen irgendwie. Es wird ihm nicht zugemutet, glaube ich auch. Genau. Die Polizei weiß zwar, okay, die Schwester ist tot und dann kommt ja das mit dem Erbe noch, aber ja, sie kriegen jetzt einfach ihren Anteil und... Er kann sich ein neues Haus kaufen. Ja, das war auch so eine Sache. Genau, dann ganz am Ende Da muss man einfach ein bisschen kichern, aber irgendwie... Genau, weil sie ist dann so fertig, weiß, okay, hier Kindheitstrauma mit der Mutter, eigenes Kind verloren beim Unfall, dann diese ganze Sekten-Scheiße halt, die da durchleben musste. Und dann er ja cool, jetzt können wir uns ja ein großes Haus kaufen. Ja, schön. Ja, sehr schön. Es gibt aber noch 2, 3 Sachen, die ich erwähnen möchte. Und zwar der Soundtrack. Oh ja, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, noch gar nicht. Bruno Nicolai. Richtig. Spitze. Spitzen-Soundtrack und der trägt unabhängig von den Bildern auch total zu der Atmosphäre und zu dem Suspense bei. Der ist wirklich unheimlich toll und der hat aber auch direkt von Anfang an, ab der ersten Szene, gibt es ein musikalisches Thema, das dann auch wieder an Rosemary's Baby erinnert tatsächlich. Weil das auch mit so einem La 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 anfängt. Und das ist sehr, sehr prägnant auf jeden Fall. Da habe ich direkt wieder an Rosemary's Baby gedacht, selbst wo der Film nur begonnen hat. Ja, das hat da auch was. Ist aber noch sogar, ich finde, die ist ein bisschen Spaghetti-Western-Nigger, also mäßiger. Das merkt man schon, finde ich, einfach so, wenn man die anderen Werke von dem kennt. Ja, aber genau, aber es hat auch eben diese... Also Bruno Nicolai hat auch Soundtracks für Django, Sabata und viele andere Western und sowas gemacht. Deswegen nur so. Genau, das merkt man halt total, ne? Der hat ja auch so ein bisschen so einen ähnlichen Werdegang wie Ennio Morricone gehabt. Die kannten sich ja auch. Und ja, der Soundtrack von Bruno Nicolai, der ist absolute Spitze. Deswegen musste er noch erwähnt werden. Und ja, wie du sagst, der trägt da definitiv zur Stimmung bei. Und die Musiken passen auch sehr gut zum Feeling, das die jeweilige Szene
ausdrücken soll. Also, ne, gerade dieses zentrale Stück, Super oder stimmig. das große Opus halt in dem Film ist ja quasi in der Orgienszene, das ja auch so ein bisschen gemächlicher anfängt und dann je verrückter die Bilder werden, desto verrückter, lebhafter Genau, wird und der schneller Score wird auch auch die plötzlich Mucke. total wild und verzerrt. Genau, das passt super. Ja. Wovon Nicolai ist übrigens mein Lieblingslied Servizio Fotografico aus einem Film, den ich aber nicht kenne, namens Die Rote Dame. Hast du den gesehen? Ja. Den müssen wir mal gucken auch. Also, oder ich muss mir den mal angucken, aber den kenne ich nämlich noch gar nicht. Ja. Können wir gerne machen. Auch von 72, aus dem gleichen Jahr. Mhm. Und vielleicht ein Film, über den man dann sprechen muss. vielleicht ein Film, über den man dann sprechen muss. Ich bin gespannt. Also von dem Regisseur nämlich habe ich auch noch nie was gehört. Emilio Miraglia, glaube ich. Ja. Von dem kenne ich nämlich auch nichts. Aber ja, ein anderes Thema. Was mir zu dem hier noch einfällt, was ich mir noch auf jeden Fall erwähnen wollte, ist halt die deutsche Synchro. Also die Rote Dame, nur ganz kurz, The Red Queen Kills 7 Times ist auch ein Alternativtitel. Ja. Cooler Titel auf jeden Fall. Den gerne gucken. Zu Farben der Nacht noch die Synchro? Ja. Es ist keine Original-Synchro aus den 70ern und die Synchro ist wirklich eine Sache. Also ich muss sagen, die passt nicht. Die ist halt Anfang der Nullerjahre entstanden. Genau, 2002 kam halt die DVD raus von Marketingfilms. Richtig. Und auf diese Synchro, die wurde dazu halt gemacht. Ja. Und also das ist aber auch einfach der Zeit geschuldet. Das war die Entwicklung in der VHS- und DVD-Wechselzeit. Da wurden einfach unheimlich viele Sachen, die dann verfügbar waren über DVD-Markt. Da wurden unheimlich viele Titel eingekauft, die es früher eben nicht in Deutsch gab. Und die Labels haben die dann rausgebracht und haben dann einfach eine günstig produzierte Synchro da drauf gemacht, weil es das nicht anders gab. Ja. Und weil es eben keine deutsche Synchro aus der Kinozeit gab, wo der Film eigentlich rausgekommen wäre. Und das muss man dann ein bisschen nachsehen. Ist auf der einen Seite schade und traurig, dass man dann solche Filme mit einer günstigen Synchro und teilweise mit unpassenden Sprechern verschandelt. Auf der anderen Seite, aber der Effort ist da. So. Die haben es versucht. Das finde ich auch, also das wollte ich auch auf jeden Fall sagen. Das ist nicht so, dass sie sich keine Mühe gegeben haben und das einfach komplett hingeschissen haben oder so. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Billig-Synchros gesehen. Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, aber eben, es passt halt leider nicht zu 100%. Ich finde, die Stimme von Jane eben gibt sich Mühe, aber ich finde, allein die Stimmfarbe passt nicht so ganz. Ja, genau. Und ist, also die ist ja durchaus verletzlich und naiv auch gespielt, die Rolle. Die Stimme übertreibt das aber, finde ich, ein bisschen. Ja. Oder ja, trägt zu dick auf. Und das ist bei vielen Rollen. Allein der Sound, der hat schon sowas. Man merkt einfach, dass dieses Direct-to-Video-Ding ist. Ich meine, man muss natürlich sagen, gut, dass es die gibt, sonst gäbe es halt gar keine Synchro. Ja. Aber es wird ja trotzdem irgendwie oft empfohlen, wenn man sich so wirklich, wirklich liebhabermäßig den Film angucken möchte, dann guck ihn im Original mit Untertiteln. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Weil, also, man merkt eigentlich ab Sekunde 1, dass irgendwas so ein bisschen off ist und es nicht so ganz zusammengeht, die Synchro und der Film. Ja, stimmt. Was schade ist, aber ja, ist halt auch letzten Endes ein historisches Dokument aus der Zeit, absolut. Als eben diese Filme rauskamen. Es gibt auch keine Neusynchro, es gibt nur diese. Ja, und immerhin haben die sich die Mühe gemacht. Ja, so, deswegen, das ist schon auch, muss man halt auch anerkennen. Ja, und was ich dann noch erstaunlich finde, ist, wenn man sich mit Edwige Fenech noch ein bisschen beschäftigt hat, ist, die war zu den Dreharbeiten, war die wirklich erst Anfang 20 und ist sogar ein Jahr vorher Mutter geworden. Das ist echt wild, wenn man sich überlegt, dass die mit Anfang 20 Mutter geworden ist und dann aber erst den Höhepunkt ihrer Karriere noch aufgebaut hat. Und also ich hätte das auch alleine von der Figur und von ihrer Optik her hätte ich nicht gesagt, dass da schon so viel passiert ist, sozusagen. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht gesagt 25 oder 26? Nee, 22 oder 23. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, nee, stimmt, du hast recht. Ja, auf jeden Fall, genau, die ist da noch super jung und
Aber auch mit dem Blick darauf, zu sagen, okay, ich bin vor einem Jahr Mutter geworden und dann in so einem Film mitzuspielen, wo schwarze Messen und Orgien sind, das finde ich auch schon wild. Ja. Oder muss man da Kunst und Person trennen einfach, ne? Ja, ist ja auch der Job von der letzten Endes, ne? Und das war ja auch nicht der erste Film von der, und die war da ja auch durchaus erfahren und hat ja schon so ein paar Giallos auch gemacht und ein paar Filme. Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt. Okay. Ich finde es okay, aber jetzt nicht ultra krass. Wie gesagt, war halt der Job von der und ist ja nicht so, dass das echte schwarze Messen wären, an denen sie teilgenommen hätte, sondern eben, es war halt der Job. Aber ja klar, musst du auch erstmal machen. Ja. Musst du auch erstmal leisten. Ja, soweit die Farben der Nacht. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen sinnigen Wortbeitrag mehr dazu. Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr zu erzählen. Wir sind jetzt auch schon über 50 Minuten, haben damit auf jeden Fall schon einiges auf dem Kerb. Ja. Und, jo. Das soll doch reichen. Ja. Soweit von uns. Genau, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht reden wir ja bald nochmal über Filme. Vielleicht hat es euch Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir haben uns hier nicht um Kopf und Kragen geredet und irgendeinen Scheiß erzählt. Ja. Irgendwas wird einem auf jeden Fall nachher noch einfallen, was man sagen wollte. Die meisten Leute werden nach 2 Minuten schon abgeschaltet haben. Die meisten Leute werden gar nicht erst eingeschaltet haben. Oder so. Clever. Richtige Wahl auf jeden Fall. Und die anderen sind selber schuld. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt, das ist ja jetzt unsere 4. Aufnahme. Mhm. Und immer, wenn wir dann die Aufnahme ausgemacht haben, habe ich dann irgendwann... 4. oder 5.? 4. Ja? Okay. Ich sag 4. Definitiv 4. Ja, okay. Dass man dann immer noch Sachen hat, wo man sich so denkt, ja fuck, das wollte ich eigentlich noch sagen und das nicht, aber ja gut, das ist halt Problem so, ist, dass ich halt, egal welcher Tag ist, ich rede immer über Filme und deswegen weiß ich jetzt gerade nicht so genau, ob es 4 oder 5 Die Grenzen verschwimmen. Was ist real, was ist fake, was ist mein Leben, was sind Filme? Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort. Genau. Auf bald. Wir werden es uns nicht nehmen lassen, nochmal euch Quatsch zu erzählen. Und genau, irgendeinen Scheiß zu erzählen. Bis dahin bleibt uns gewogen und tschüss.